Was machst du aus übrig gebliebenem Brot? Ich verarbeite sie oft zu einer orientalischen Frikadelle, einer Abwandlung meines österreichischen Kaspress-Knödelrezepts. Das 2 bis 3 Tage alte Brot schneide ich in kleine Würfel. Den Bergkäse kaufe ich am Stück und reibe ihn selber klein. Die vorgeriebenen Käse sind meist gestreckt, daher bitte immer am Stück kaufen. Alle Mengenangaben sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls du vorgekochte Kartoffeln hast, schneide sie auch in Würfel so groß wie die Brotstücke. Als Gewürz verwende ich grob gemahlenen Pfeffer, 7 Gewürze Baharat, das hier ist Bohnenkraut, Garam Masala, das hier ist Sumak, Essigbaumgewürz und Ras El Hanout. Von allen Gewürzen 1 Teelöffel. Die Zwiebeln werden jetzt in Butter farbig angebraten und die Gewürze reingegeben. 20 bis 30 Sekunden röste ich alle Gewürze ebenfalls mit an, bevor ich 400 ml Milch dazu gebe und das Ganze mit Salz abschmecke. Das Rezept ist eigentlich einfach zu merken, auf 400 ml Milch kommt 400 Gramm Brot, 400 Gramm Kartoffeln und 4 Eier. Aber erstmal gebe ich die heiße Milch, sobald sie ganz kurz aufgekocht ist, direkt auf das Brot, damit sich das Brot vollsaugt. Auf das nasse Brot kommen jetzt die Kartoffeln drauf, der Bergkäse, man kann auch anderen Käse verwenden, Gouda, Emmentaler, sogar ein bisschen Feta-Käse und so weiter. Der frisch geriebene Koriander darf bei mir nicht fehlen und dann wird das Ganze gut verrührt, bevor ich die Eier reingebe und sie mit der Hand verknete sozusagen. Bitte nicht so fest kneten, wir wollen es nicht matschig haben. Da ich sie erst am Sonntag zubereiten will, kommen sie über Nacht in den Kühlschrank und am nächsten Morgen drehe ich mir mit Hilfe einer Kelle die Frikadellen ab. Wenn ihr das mit der Kelle macht, dann werden sie gleichmäßig groß und schwer und sehen gleichmäßig geformt aus. Das Ganze kommt in die Pfanne und wird auf niedriger bis mittlerer Hitze von beiden Seiten angebraten. Bei dieser Menge bekommt ihr etwa 12 bis 15 Frikadellen raus, die durch die Würzung schön fleischig schmecken, obwohl kein Fleisch drin ist. Das echte Kaspress-Knödelrezept blende ich dir jetzt ein und wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen.